Taylor Swift hat ein Häkelkleid getragen und Social Media ist ausgeflippt. Mein Instagram-Feed war wirklich komplett voll von diesem Häkelkleid und deswegen habe ich euch dann natürlich auch gefragt, ob ihr eine Anleitung dazu haben möchtet und was soll ich sagen? Das war eure Antwort bzw. eure Antworten, denn ihr habt mein Postfach komplett gesprengt einfach und ihr wolltet unbedingt eine Anleitung zu diesem Häkelkleid von Taylor Swift haben. Deswegen habe ich jetzt die letzte Woche gefühlt Tag und Nacht einfach durchgehäkelt, damit ich dieses Video schnell für euch fertig machen konnte. Kurze Anmerkung vorweg, dieses Video wird ein bisschen länger sein. Ich habe wie immer Zeitstempel in diesem Video reingemacht. Mache ich bei meinen anderen Videos auch, aber sonst erwähne ich es eigentlich nie. Aber diesmal, falls jemand das nicht sofort sieht, Zeitstempel findet ihr unten in der Videobeschreibung und unter dem Video in diesem Balken, der da läuft, da müssten auch so Striche zwischen den einzelnen Kapiteln sein. Da könnt ihr nämlich dann zu dem jeweiligen Thema hinspringen. Also wenn ihr jetzt direkt sehen wollt, wie ich die Abnahme bei dem Ausschnitt mache zum Beispiel, dann könnt ihr direkt zu dieser Sektion springen und müsst euch nicht das komplette Video immer wieder angucken. Falls du das erste Mal hier neu auf meinem Kanal gelandet bist, dann herzlich willkommen bei Lana Loca. Ich bin Anki und ich möchte hier mit diesem Kanal wieder mehr Kreativität in deinen und auch in meinen eigenen Alltag reinbringen. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach das auf jeden Fall, denn dort mache ich hin und wieder Umfragen, wo du natürlich auch mitbestimmen kannst, was hier auf diesem Kanal als nächstes so für Anleitungen kommen. Also folg mir auf jeden Fall auch da. Und dann würde ich sagen, schnapp dir jetzt direkt Wolle und Häkelnadel und los geht's. Apropos Wolle. Als ich das Kleid gesehen habe, war ich wirklich drauf und dran, zum nächsten Laden zu rennen und mich sofort mit Wolle einzudecken. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden, denn das ist jetzt wirklich das perfekte Projekt, um mal so diese ganze Restwolle, die man zu Hause rumfliegen hat, aufzubrauchen und da ein schönes Projekt draus zu machen. Denn ich denke, ich bin nicht die Einzige, die wirklich Unmengen an Wolle hortet und jedes Mal neue Wolle dazu kauft, aber die alte niemals aufbraucht, oder? Ich bin dann erstmal meinen Wollvorrat durchgegangen und habe geschaut, was ich da jetzt alles so für Wolle habe, wovon ich noch mehrere Knäuel habe, die ich dann eben für die einzelnen Streifen verwenden kann. Und ich bin dann auch fündig geworden und zwar bei Acrylwolle. Das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Also ich hätte schon gerne das Ganze mit einer Baumwolle gehäkelt, damit es einfach auch luftiger ist und ich das vielleicht im Sommer dann sogar tragen kann. Aber es ist jetzt nun mal die Acrylwolle geworden, weil ich davon noch super viel zu Hause hatte. Und auch von den Farben her ist das jetzt bei mir eher so ein Herbstkleid geworden. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, wie ich das irgendwie im Herbst tragen kann oder im Winter auch vielleicht einfach dann auf der Couch, damit ich da so was Schönes, Warmes drüber habe. Falls ihr das aber jetzt für den Sommer tatsächlich häkeln wollt und dann irgendwie überziehen wollt für den Strand oder sowas, dann würde ich euch tatsächlich dazu raten, dass ihr eine Baumwolle dafür nehmt. Das ist jetzt die Wolle, für die ich mich entschieden habe. Also ich hatte jetzt hier von dieser grünen Wolle noch relativ viel übrig. Deswegen wird das wahrscheinlich meine Hauptfarbe sein. Und das werde ich nutzen für die Stellen bzw. für die Streifen, die bei Taylor so dieses Orange oder Aprikot oder was das ist. Dann habe ich hier dieses Orange. Das werde ich, glaube ich, nehmen für die braunen Bereiche bei Taylors Kleid. Und das, was bei mir, beziehungsweise das, was bei ihr lila ist, das werde ich jetzt hier braun machen. Und dann habe ich hier noch dieses Weiß und das werde ich zwischen die orangenen Streifen reinmachen, dass sich das immer abwechselt. Und das sind jetzt meine 4 Hauptfarben. Ich finde, die sind auch ganz harmonisch, die passen gut zusammen. Deswegen wird das jetzt das Farbprofil von meinem Kleid sein. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Wolle im Detail, damit ihr das vielleicht besser abschätzen könnt, wie viel ihr braucht. Fangen wir mal hier mit diesem Braun an. Das ist der erste Streifen, den ich gemacht habe. Und die Wolle habe ich wirklich schon seit Jahren bei mir rumfliegen. Also bestimmt 7, 8, wenn nicht sogar noch länger Jahre. Und die habe ich mal irgendwann bei Galeria Kaufhof geholt. Ich habe keine Ahnung, ob es die immer noch gibt. Auf jeden Fall hatte ich hiervon 2 Knäuel. Und wir haben hier 50 Gramm bei einer Lauflänge von 135 Metern. Ich
blende euch auch jetzt mal irgendwo ein, wie viel ich davon tatsächlich gebraucht habe. Das werde ich am Ende alles genau abwiegen, damit ihr dann ja genau abschätzen könnt, wie viel Wolle ihr ungefähr brauchen werdet. Dann haben wir hier diese orangene Wolle. Das ist von der Firma Philo Blue und das ist, glaube ich, eine Unterfirma von der Firma Gründel, weil hier auch Gründel drauf steht. Und hier haben wir auch 50 Gramm und das hat eine Lauflänge von 100 Metern. Und hiervon hatte ich 3 Knäuel. Dann haben wir als nächstes auch von Gründel die Lisa Premium Uni. Und hiervon hatte ich 2 Knäuel und das sind 50 Gramm auf 133 Metern. Und dann hatte ich noch diesen riesigen grünen Knäuel. Hier habe ich leider keine Banderole mehr. Also ich habe keine Ahnung, was das für eine Wolle ist, wo ich die gekauft habe. Es ist von der Dicke her so ein bisschen wie die Lisa Premium Uni. Also wenn ihr mal schaut, dann ist das die gleiche Dicke. Und auch hier werde ich am Ende dann einmal alles abwiegen und euch dann sagen, wie viel ich hier von diesem Grünen benutzt habe. Aber hier, wenn ihr noch einen riesigen Knäuel zu Hause habt, zum Beispiel auch von der Big Mama von Gründel, die haben ja auch immer diese großen Knäuel, das könnt ihr auf jeden Fall dafür auch benutzen. Außer der Wolle brauchen wir natürlich auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel eine Häkelnadel. Ich habe das Ganze mit einer 5,5er Nadel gehäkelt. Dann brauchen wir außerdem unbedingt auch ein Maßband, eine Schere natürlich und eine Stopfnadel, um am Ende die Fäden zu vernähen. Und eventuell braucht ihr auch Maschenmarkierer. Falls ihr keine Maschenmarkierer zu Hause habt, könnt ihr auch einfach irgendwie eine Haarklammer oder sowas dafür nehmen. Fangen wir jetzt mal an mit dem Muster. Das zeige ich euch jetzt ganz im Detail, wie ihr das häkeln könnt. Und es ist ein wirklich einfaches Muster, das auch für Anfänger geeignet ist. Und zwar nennt sich das Granny Stitch Muster. Und ich zeige euch, wie gesagt, wie ihr das Ganze häkelt. Ich habe jetzt meine Wolle natürlich genommen, die ich für das Projekt auch verwendet habe. Falls das Ganze jetzt zu dunkel ist für euch, weil ich am Anfang eine braune Farbe benutze, dann schaut gerne mal vorbei bei meinem Video zu dem Granny Stitch. Da habe ich nämlich auch schon mal ein separates Video zu gemacht. Ich verlinke euch das jetzt hier oben, müsste jetzt hier sowas aufploppen, wo ihr dann auf das Video draufkommen könnt. Ansonsten guckt mal unter dem Video in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch das auch nochmal. Ich zeige euch als erstes jetzt mal das Muster. Für das Muster brauchen wir eine Anzahl an Maschen, die durch 3 teilbar ist. Und dann addieren wir am Ende noch 5 Luftmaschen zusätzlich hinzu. Am besten macht ihr jetzt erstmal so ein kleines Beispiel, indem ihr zum Beispiel 35 Luftmaschen anschlagt. Also 30 ist ja durch 3 teilbar und dann noch 5 dazu addieren, also 35. Und das könnt ihr dann als Maschenprobe nutzen, um dann die Maße für euch an euren Körper individuell ausrechnen zu können. Bei meiner Maschenprobe kam übrigens raus, dass 10 cm bei mir 10 Maschen ergeben. Ich zeige euch jetzt, wie der Stich geht und ich zeige euch auch das komplette Farbmuster, also in welchen Abständen ihr da einen Farbwechsel dann machen müsst und wie der Farbwechsel vor allem auch funktioniert. Ich fange hier mit diesem Braun an und zwar mache ich jetzt erstmal 2 Reihen, also einen schmalen Streifen in diesem Braunton und das ist bei Taylors Kleid die lilane Farbe. Und ich werde jetzt bei mir hier 56 Luftmaschen anschlagen, weil ich jetzt hier den Ärmel direkt häkel. Aber wie gesagt, macht ihr am besten erstmal eine kleine Maschenprobe, indem ihr 35 Luftmaschen anschlagt, damit ihr das dann individuell auf eure Maße ausrechnen könnt, wie viele Luftmaschen ihr dann für das Vorder- und für das Rückteil anschlagen müsst und dann auch für die Ärmel natürlich. So, für Reihe 1 überspringen wir jetzt die ersten 5 Maschen. Die Schlaufe hier auf dieser Häkelnadel, die zählt niemals mit dazu, sondern wir fangen hier an zu zählen. Das ist unsere erste Masche. Dann ist das die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. Und hier in die sechste, da arbeiten wir rein. Da kommt jetzt unser erstes Stäbchen rein. Und ich gehe auch nicht von vorne da rein, sondern ich drehe mir das so ein bisschen seitlich und dann könnt ihr hier hinten diese Hubbel erkennen. Und ich arbeite dann in die Hubbel rein, damit ich unten so eine schöne Kante bekomme. Die brauche ich dann nämlich noch am Ende, um eine schöne Abschlusskante noch zu häkeln. Also wie gesagt, überspringen wir jetzt erstmal hier diese 5 ersten Maschen. 1, 2, 3, 4, 5.
und hier in diese 6., da arbeite ich jetzt mein erstes Stäbchen rein. So sieht es aus und anschließend mache ich jetzt noch 2 weitere Stäbchen hier in diese selbe Masche rein. Also ihr könnt erkennen, dass die jetzt hier schon so ein bisschen weiter gezogen ist und hier mache ich jetzt noch 2 weitere Stäbchen rein. Das war das erste und dann kommt hier noch ein weiteres Stäbchen rein, sodass ich hier insgesamt 3 Stäbchen drin habe. Und wir arbeiten jetzt nämlich immer in diesen Gruppen, nenne ich die jetzt mal. Also eine Gruppe besteht immer aus 3 Stäbchen, die in derselben Masche sind. Wir überspringen jetzt die nächsten beiden Maschen, also diese und gehen weiter zu der dritten. Und in die dritte Masche, da kommt jetzt unsere nächste Gruppe rein und die besteht dann auch wieder aus 3 Stäbchen. 1, 2 und noch das dritte Stäbchen. Dann überspringe ich jetzt hier wieder die nächsten beiden Maschen und gehe weiter zu der dritten und auch da kommt jetzt wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein. Und so gehe ich jetzt einfach hier die komplette Reihe entlang. Also zwischen den Gruppen habe ich immer 2 Maschen, die ich überspringe. 1, 2 und in die dritte kommt dann wieder die nächste Gruppe aus 3 Stäbchen. Ich bin jetzt am Ende von Reihe 1. Ich habe jetzt hier meine letzte Gruppe gemacht und jetzt müssen wir hier natürlich noch einen Abschluss machen. Und ihr seht, ich habe jetzt hier am Ende nur noch insgesamt 2 Maschen. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr 2 Maschen überspringen und in die dritte arbeiten, denn eine dritte gibt es hier nicht. Deswegen überspringe ich jetzt hier nur die nächste, also nur eine Masche und mache dann ein Stäbchen in die allerletzte Masche rein. Und damit haben wir Reihe 1 fertig. Für Reihe 2 mache ich jetzt erstmal 3 Luftmaschen und dann drehe ich den ganzen Spaß um. Und ihr seht schon, dass wir jetzt hier als allererstes so eine größere Lücke haben und in die arbeiten wir jetzt auch direkt rein. Und zwar machen wir jetzt hier in diese Lücke 2 Stäbchen rein. 1 und dann noch das zweite. So sieht das dann jetzt aus und damit haben wir jetzt hier schon unsere erste Gruppe. Die 3 Luftmaschen, die wir am Anfang gemacht haben, die ersetzen das erste Stäbchen. Das bedeutet, dass wir jetzt hier schon unsere erste Gruppe aus 3 Stäbchen haben. Und dann gehen wir jetzt einfach hier zu der nächsten großen Lücke weiter und machen hier auch jetzt wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein. Und das ist auch schon das ganze Muster. Also wie gesagt, es ist super einfach und auch für Anfänger definitiv machbar. Ihr geht jetzt einfach hier alle Lücken entlang und macht eben in jede Lücke eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein. Und dann zeige ich euch gleich noch, wie das Ende der Reihe gehäkelt wird und wie die nächste Reihe dann geht. Ich bin jetzt hier am Ende von Reihe 2. Hier habe ich meine letzte Gruppe gemacht und jetzt habe ich hier noch diese große Lücke. Und zwar waren das ja diese 5 Luftmaschen, die wir in Reihe 1 ganz am Anfang übersprungen haben. Und hier müssen wir jetzt auch noch unsere letzte Gruppe reinmachen. Das heißt, ich mache hier ein Stäbchen rein, dann noch ein zweites und dann müssen wir hier noch ein drittes reinmachen. Entweder könnt ihr das auch hier einfach in diese Lücke reinmachen oder ihr macht das hier in die oberste Luftmasche rein. Das ist eigentlich total egal. Ich mache das jetzt hier mal in die Luftmasche rein und ich mache es nochmal aus, denn wir haben jetzt hier gleich unseren ersten Farbwechsel. Und zwar kommt bei mir jetzt die orangene Farbe, die orangene Wolle. Und das ist bei Taylors Kleid das Braun. Also sie hat dann einen Wechsel von lila zu braun und bei mir ist es eben der Wechsel von braun zu orange. Und ein Farbwechsel wird so gemacht, dass wir erstmal das Stäbchen anfangen ganz normal zu häkeln. Also wie gesagt, gehe ich jetzt hier in die oberste Luftmasche rein, ziehe mir den Faden durch und dann ziehe ich ihn auch schon durch die ersten beiden Schlaufen.
Aber der letzte Schritt, der wird dann mit dem neuen Faden schon gemacht. Also ich habe jetzt hier meine alte Farbe fallen lassen und jetzt nehme ich mir meinen neuen Faden zur Hand und beende dann jetzt das Stäbchen mit meiner neuen Farbe. Und jetzt kommt Reihe 3. Für Reihe 3 mache ich auch erstmal 3 Luftmaschen. Dann drehe ich mir das Ganze um und jetzt beginne ich hier in dieser Lücke. Da gehe ich jetzt direkt rein und mache meine erste Gruppe aus 3 Stäbchen rein. 1, 2 und 3 und dann gehe ich hier, wie wir das eben auch gemacht haben, einfach hier jede Lücke entlang und mache in jede Lücke eine Gruppe aus 3 Stäbchen. Ich mache es beim Farbwechsel immer so, dass wenn ich den Faden dann abschneide, um ihn dann in der nächsten Reihe verwenden zu können, dass ich dann eben noch so ein kleines Stück dran lasse, was ich dann später vernähen kann. Und ich mache dann schon mal mit der anderen Farbe zusammen, mit dem Endfaden von der anderen Farbe, einen Doppelknoten, dass es schon mal so gut gesichert ist und nicht mehr aufgehen kann. Also ich bin jetzt hier am Ende von Reihe 3. Hier habe ich meine letzte Gruppe gemacht und ihr seht schon, dass wir jetzt hier bei dem braunen Streifen auch noch eine Gruppe hatten. Und hier machen wir jetzt in das letzte Stäbchen, in die letzte Masche hier oben, ein Stäbchen rein. Und zwar ist das hintere jetzt nicht ein richtiges Stäbchen gewesen, sondern hier hatten wir am Anfang ja die 3 Luftmaschen gemacht, die das erste Stäbchen ersetzt haben. Und deswegen müssen wir jetzt hier oben in diese oberste Luftmasche reingehen und hier jetzt unser letztes Stäbchen aus Reihe 3 machen. Und das Stäbchen beende ich aber auch nicht, sondern den letzten Schritt, den mache ich jetzt wieder mit meiner neuen Farbe, denn wir haben jetzt wieder einen Farbwechsel. Und zwar kommt jetzt ein Streifen hier in diesem hellen Ton. Und dann wiederholt ihr jetzt einfach nur Reihe 2 und Reihe 3 immer. Das ist dann das Stichmuster, was immer wiederholt wird. Also für die nächste Reihe macht ihr dann jetzt auch wieder erstmal 3 Luftmaschen, dreht dann um und dann habt ihr jetzt hier wieder, genau wie in Reihe 2, diese erste Lücke, in die wir dann direkt 2 Stäbchen reinarbeiten und dann geht das Muster ganz normal weiter. Also immer in diese Lücken kommt eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein. Und genau, also Reihe 2 und 3 wiederholt ihr immer vom Stichmuster her. Und was das Farbmuster angeht, da zeige ich euch jetzt, wie das Ganze aussieht. Und zwar nehme ich jetzt hier mal mein Rückteil zur Hand und das ist jetzt das, was ich euch schon gezeigt hatte. Also wir haben hier erstmal einen schmalen Streifen, der aus 2 Reihen besteht. Das ist bei mir halt eben das Braun und das ist das, was bei Taylors Kleid lila ist. Dann haben wir hier eine Reihe, in meinem Fall in Orange. Das ist bei Taylors Kleid braun. Dann das, was bei mir weiß ist, das ist bei Taylor auch so ein Weiß oder beziehungsweise so ein Cremeton. Dann habe ich wieder eine Reihe im Orange, ist bei Taylor dann eine Reihe braun. Dann haben wir wieder eine Reihe in diesem Weiß-Cremeton. Dann kommt bei mir wieder eine Reihe Orange, was bei Taylor dann eine Reihe braun ist. Und anschließend kommen hier 4 Reihen bei mir in dieser grünen Wolle und das ist bei Taylor diese Aprikotfarbe ist das, glaube ich. Und das ist das Farbmuster. Also hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diese 11 Reihen, die wiederholen sich vom Farbprofil dann immer. Schauen wir uns jetzt mal an, wie das Kleid aufgebaut ist. Es besteht eigentlich nur aus 4 Rechtecken. Also zum einen haben wir natürlich das Rückenteil. So, das soll jetzt ein Rechteck sein. Dann haben wir das Vorderteil. Das Vorderteil hat hier aber noch einen Ausschnitt. Und dann haben wir die beiden Arme. Das sind auch 2 Rechtecke, die dann einfach am Ende hier dran gehäkelt werden. Also ich habe es jetzt hier nochmal ein bisschen größer gezeichnet. Und wir haben ja gesagt, dass ich eine Maschenprobe hatte von 10 Zentimetern, waren bei mir 10 Maschen.
Ich habe als allererstes das Rückteil gehäkelt, weil das wirklich einfach nur ein großes Rechteck war und daran konnte ich mich dann auch orientieren für das Vorderteil. Mein Rückteil ist in der Länge 80 Zentimeter lang und in der Breite habe ich 50 Zentimeter. Ich muss aber gestehen, dass ich die 50 Zentimeter nicht abgemessen habe. Das hat sich dann einfach ergeben. Ich habe immer mal wieder dann das Ganze an meinen Körper dran gehalten und geguckt, ob es jetzt breit genug ist. Also die Breite habe ich nach Augenmaß gemacht. Die 80 Zentimeter habe ich mir vorher hier durch meine Maschenprobe ausgerechnet. Also habe ich 80 Maschen am Anfang angeschlagen, um diese 80 Zentimeter dann in der Länge zu bekommen. Dann bei dem Vorderteil habe ich natürlich auch in der Länge 80 Zentimeter. Also der Anfang ist natürlich jetzt erstmal genau gleich wie auch das Rückteil. Die Besonderheit ist, dass wir jetzt hier noch einen Ausschnitt haben und deswegen müsst ihr jetzt einmal für euch ausmessen, wie breit ihr hier diesen Teil haben wollt, also diesen Ausschnittteil. Bei mir sind hier die Schultern 15 Zentimeter. Und das ist aber ein bisschen sehr schmal. Also wenn ich es jetzt nochmal machen würde, dann würde ich hier noch 2 Reihen dran häkeln jeweils, dass ich hier eine breitere Schulter an beiden Seiten habe. Und außerdem müssen wir dann gucken, wo hier in der Höhe der Ausschnitt anfangen soll. Ihr könnt natürlich auch ganz oben anfangen. Ich habe jetzt erstmal 3 Gruppen von oben abgezählt und habe dann dort mit meinem Ausschnitt angefangen. Aber da könnt ihr am besten das Ganze mal an euren Körper dran halten und ihr stellt euch vor den Spiegel und guckt genau, wo der Ausschnitt anfangen soll, wie breit die Schultern sein sollen, wie hoch der Ausschnitt sein soll, denn dann könnt ihr das am besten natürlich an euren Körper anpassen und auch wenn ihr dann den Ausschnitt angefangen habt und dann hier dieses Mittelstück häkelt, dann haltet das trotzdem am besten auch nochmal an euren Körper dran, guckt euch im Spiegel an und dann könnt ihr nämlich im schlimmsten Fall, falls ihr jetzt irgendwie seht, ah nee, der Ausschnitt ist mir jetzt zu hoch oder der ist zu tief, was auch immer, da könnt ihr dann noch eingreifen und dann die paar Reihen, die ihr gehäkelt habt, wieder aufmachen und dann eben nochmal neu machen, aber dann habt ihr den Ausschnitt genauso, wie ihr ihn haben wollt. So, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt hier meinen Ausschnitt haben möchte. Und ich hatte mir ja vorher ausgerechnet, dass ich hier diese 3 Gruppen überspringen möchte und dass mein Ausschnitt dann hier nach der 3. Gruppe anfangen soll. Und genau da bin ich jetzt auch gelandet. Also ich habe jetzt hier meine letzte Gruppe gemacht aus diesen 3 Stäbchen. Und jetzt haben wir hier noch diese letzte Gruppe, beziehungsweise die letzte Lücke. Und hier werde ich jetzt nicht eine ganz normale Gruppe aus 3 Stäbchen reinarbeiten, sondern hier mache ich jetzt nur ein Stäbchen rein. Und dann ist das jetzt hier schon unsere erste Reihe mit der Abnahme. Und insgesamt werde ich meine Abnahme wahrscheinlich über 4 Reihen machen. Aber ihr könnt das bei euch dann auch noch gerne anpassen. Wenn ihr das einmal jetzt verstanden habt, wie ihr die Abnahmen macht, dann könnt ihr auch noch eine größere Abnahme machen, dass ihr dann einen größeren Ausschnitt habt. Anschließend mache ich jetzt 3 Luftmaschen und dann drehe ich mir das Ganze um. So, normalerweise würden wir jetzt hier in diese erste Lücke auch schon 2 Stäbchen machen, damit wir hier mit diesen 3 Luftmaschen schon unsere erste Gruppe haben. Aber das ist ja jetzt hier unsere zweite Abnehmreihe und deswegen überspringen wir jetzt hier diese allererste Lücke und gehen weiter zu der nächsten. Und hier kommt jetzt unsere erste Gruppe aus 3 Stäbchen rein. Und danach geht die Reihe aber ganz normal weiter. Also ihr seht schon, wie sich das jetzt hier anfängt zu formen und hier so nach unten geht. Und ich werde jetzt diese Reihe noch genau so weiter häkeln, wie wir die ganze Zeit gehäkelt haben. Und dann zeige ich euch gleich am Ende von der 3. Abnehmreihe, wie das dann hier weitergeht, weil wir wollen dann noch 2 zusätzliche Abnehmreihen dazu machen, dass wir hier so einen größeren Ausschnitt bekommen. Ich bin jetzt hier am Ende von der 3. Abnehmreihe. Hier habe ich jetzt meine letzte Gruppe und hier ist meine allerletzte Lücke. Und genau wie in der ersten Abnehmreihe werde ich jetzt hier in diese Lücke
nur nur ein einziges Stäbchen reinmachen, also keine Gruppe. Und ich habe jetzt hier auch wieder einen Farbwechsel, weil wir wollen das Ganze natürlich weiterhin im gleichen Farbmuster machen. Deswegen beende ich jetzt hier mein Stäbchen mit der braunen Farbe. Und danach mache ich dann auch wieder 3 Luftmaschen und drehe mir das Ganze um. So, wir haben jetzt hier noch eine letzte Abnahme und zwar mache ich jetzt das gleiche, was ich in der zweiten Abnahmereihe schon gemacht habe. Und zwar überspringe ich jetzt hier direkt diese erste Lücke und mache meine erste Gruppe mit 3 Stäbchen hier in diese zweite Lücke rein. Und ab jetzt geht es erstmal genauso weiter, wie wir das die ganze Zeit schon gemacht haben. Also ich werde jetzt hier diese Reihe erstmal ganz normal weiter nach unten häkeln und dann wieder nach oben kommen und dann zeige ich euch gleich, wie dann hier der Abschluss ist und dann werden wir erstmal ganz normal das Vorderteil weiter häkeln, bis wir dann an dem Punkt angekommen sind, wo wir dann wieder die Zunahmen machen müssen, damit wir dann wieder den Bogen nach oben bekommen. So, ich bin jetzt wieder hier oben angekommen. Ich habe jetzt hier meine letzte Gruppe und hier haben wir jetzt auch unsere letzte Lücke. Aber jetzt mache ich ja keine Abnahme mehr, sondern jetzt mache ich hier in diese allerletzte Lücke auch eine Gruppe mit 3 Stäbchen rein. Ihr könnt hier auch schon wunderbar erkennen, wie hier die Abnahme diesen Ausschnitt geformt hat. Und ihr könnt, wie gesagt, jetzt gerne noch den Ausschnitt größer machen, indem ihr jetzt noch Abnahmenreihen hinzufügt, aber mir reicht das so. Und ich möchte jetzt ab hier wieder ganz normal weiter häkeln. Und wie gesagt, habe ich jetzt hier auch wieder eine Gruppe mit 3 Stäbchen. Und ich habe jetzt hier auch wieder einen Farbwechsel. Das bedeutet, dass ich jetzt hier bei dem letzten Stäbchen das Ganze mit meiner neuen Farbe, also hier mit dem orangenen Faden beende. Und dann geht das Muster jetzt ganz genauso weiter, wie wir es die ganze Zeit gehäkelt haben. Also hier starte ich jetzt wieder mit 3 Luftmaschen, drehe mir das Ganze dann um und fange dann jetzt hier in der ersten Lücke mit meiner ersten Gruppe an. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, wo ich meine erste Zunahme wieder nach oben mache. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ihr das berechnen könnt, wann ihr hier mit den Zunahmen anfangen müsst. Und zwar gucken wir uns dafür einmal an, wie wir das mit den Abnahmen gemacht haben. Und zwar wollen wir das Gleiche ja natürlich gespiegelt haben auf der anderen Seite. Das bedeutet, auf der rechten Schulter wollen wir die gleiche Anzahl hier an Maschen bzw. an Gruppen haben. Und dafür können wir das einfach mal abzählen. Bei mir sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also hier 8 Reihen, die ich bei der Schulter habe. Und dann in der 9. Reihe habe ich hier mit der Abnahme angefangen. Und wenn wir jetzt mal das Rückteil betrachten, dann können wir das hier auch sehen. Also auf der linken Seite haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier ab der 9. war dann die Abnahme. Und wenn wir das jetzt einmal spiegeln auf der anderen Seite, dann haben wir hier erstmal 4, 5, 6, 7, 8. Und dann würde hier bei der 9. die Zunahme enden. Und wir haben ja die Abnahme über 4 Reihen gemacht. Das bedeutet, hier ab der 9. fangen wir jetzt an zu zählen. 1, 2, 3, 4. Und das würde jetzt bedeuten, wenn wir das genau spiegeln, dass wir hier ab dieser Reihe, also bei mir ist das die letzte Reihe von dieser grünen Farbe, dass ich hier jetzt die Zunahme starten müsste. Aber bei der Zunahme machen wir das eine Reihe vorher schon. Also das heißt, ich fange hier in dieser Reihe schon an. Also einfach nochmal, damit ihr das besser versteht. Ich zähle hier diese Schulterreihen ab und habe dann genau die gleiche Anzahl wie auf der anderen Seite. In meinem Fall sind das hier 8 Reihen. Und dann zähle ich jetzt danach noch 5 Reihen zurück. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und in dieser Reihe mache ich jetzt am Ende hier die erste Zunahme. So, und die Zunahme geht jetzt folgendermaßen. Ich habe jetzt hier meine letzte Gruppe aus 3 Stäbchen in diese Lücke reingemacht. Und jetzt mache ich zusätzlich noch ein 4. Stäbchen hier rein.
Und das ist jetzt hier meine erste Zunahme. Dann habe ich jetzt noch eine Reihe in diesem Grün. Und zwar mache ich jetzt hier erstmal wieder 3 Luftmaschen, drehe das Ganze dann um. Ich bin jetzt in der zweiten Zunahmereihe und jetzt gehe ich direkt hier in diese allererste Lücke rein, die jetzt zwischen der 4. und der 3. Masche ist. Also hier in diese allererste. Und hier mache ich jetzt nicht 2 Stäbchen rein, wie wir das normalerweise ja immer machen in den ersten Lücken, sondern ich mache jetzt hier auch 3 Stäbchen rein. 1, 2 und 3 und dann geht das Muster jetzt ganz normal weiter. Und ich häkel jetzt hier die Reihe erstmal ganz normal entlang und komme dann wieder hoch. Bei mir ist dann ein Farbwechsel, also ich komme dann mit der braunen Farbe wieder hoch und dann zeige ich euch die 3. Zunahmenreihe. Ich bin jetzt hier am Ende von der 3. Zunahmereihe und hier habe ich jetzt meine letzte Gruppe gemacht und jetzt gehe ich hier in die Lücke zwischen dem 3. und dem 4. Stäbchen, also hier, wo wir in der Reihe davor die Zunahme gemacht haben, und hier mache ich jetzt auch wieder 4 Stäbchen rein. 1, 2, 3 und 4. Dann kommen 3 Luftmaschen und dann drehe ich das Ganze wieder um. So, wir wiederholen jetzt noch einmal, was wir in der zweiten Zunahmenreihe gemacht haben. Und zwar gehen wir hier in diese erste Lücke rein und machen hier jetzt auch wieder 3 Stäbchen rein. Und dann gehe ich jetzt hier einfach die Reihe ganz normal weiter nach unten und habe dann danach wieder meinen Farbwechsel. Und zwar kommt dann wieder die orangene Farbe und dann treffen wir uns gleich, wenn ich wieder hier oben angekommen bin. Ich bin jetzt hier am Ende von meiner orangenen Reihe und jetzt haben wir ja, wie gesagt, in dieser Reihe keine Zunahme mehr. Das bedeutet, dass ich jetzt hier in diese Lücke zwischen dem 3. und dem 4. Stäbchen reingehe und jetzt nur ganz normal 3 Stäbchen mache, also noch eine letzte Gruppe. Und hier habe ich jetzt auch wieder meinen Farbwechsel und zwar habe ich jetzt hier wieder die weiße Farbe. Und deswegen beende ich das Stäbchen mit der weißen Farbe. Und als nächstes müssen wir ja jetzt wieder hier hochkommen. Also dieses Stück müssen wir jetzt hier auf dieser Seite auch hinbekommen. Und dafür gucke ich mir jetzt hier an, wie viele Maschen bzw. wie viele Gruppen ich übersprungen habe. Ich hatte ja ab hier meine Abnahme. Das bedeutet, dass ich 1, 2, 3 Gruppen übersprungen habe. Jede Gruppe besteht aus 3 Stäbchen, also auch aus 3 Maschen. Deswegen 3, 6, 9. Also häkel ich jetzt erstmal 9 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt mache ich noch 3 Luftmaschen zusätzlich. Also 10, 11 und 12. Ich drehe mir das Ganze jetzt so ein bisschen, dass ich hier besser meine Luftmaschenkette sehe. Und jetzt machen wir das Gleiche, was wir auch in der ersten Reihe nach der Luftmaschenkette ganz am Anfang gemacht haben. Und zwar überspringen wir die ersten 5 Luftmaschen, also 1, 2, 3, 4, 5. Und hier in diese sechste, da arbeite ich jetzt meine erste Gruppe rein. Und ich mache das jetzt hier auch wieder so, dass ich nicht von vorne reinsteche, sondern mir das seitlich drehe und dann hier hinten in den Hubbel reingehe. Dann habe ich nämlich von innen in dem Ausschnitt auch hier schön die Maschen und kann dann gleich noch eine schöne Abschlusskante machen. Und hier gehe ich jetzt in diese sechste Masche rein und mache eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein. 1, 2 und 3. Dann überspringe ich hier wieder die nächsten beiden Maschen, gehe zu der 3. Masche daneben und mache dort auch wieder eine Gruppe aus 3 Stäbchen rein.
Dann überspringe ich hier auch wieder die nächsten beiden Maschen und gehe dann jetzt hier in diese allererste weiße Masche rein und mache dort noch meine letzte Gruppe. So, dann müsst ihr das Ganze natürlich drehen, also nicht, dass ihr jetzt hier weiter reinarbeitet, sondern hier ist ja die richtige Reihe. Und zwar gehe ich jetzt hier einfach in diese nächste Lücke und mache meine nächste Gruppe. Und ab jetzt geht das Muster wieder ganz normal weiter. Und ich muss jetzt hier auch noch ein paar Reihen häkeln. Also wie gesagt, habe ich bei mir ja 8 Reihen an der Schulter. Das bedeutet, dass ich diese Reihe jetzt noch zu Ende mache und dann habe ich noch 7 Reihen und dann ist mein Vorderteil auch fertig. Dann hatte ich mein Vorderteil jetzt auch endlich fertig. Also das Größte habe ich jetzt schon mal geschafft und jetzt fehlen natürlich noch die beiden Ärmel. Ich habe hier bei den Ärmeln eine Länge von 55 Zentimetern und die haben eine Breite von ungefähr 36. Und auch hier die Breite, die habe ich nicht abgemessen. Da habe ich einfach gehäkelt und nach Augenmaß dann eben geguckt, wann es mir passt und habe jetzt nicht das Ganze vorher ausgerechnet, wie breit es sein muss. Und das Ganze brauchen wir dann natürlich noch ein zweites Mal, damit wir eben diese beiden Ärmel haben. Dann ist mir tatsächlich was passiert, was ich schon befürchtet hatte, beziehungsweise wo ich gehofft habe, dass es mir nicht passiert, aber mir ist dann die orangene Wolle ausgegangen, kurz vor Ende. Und dann musste ich ein bisschen improvisieren und ein bisschen mehr von der weißen Farbe nehmen, was im Endeffekt jetzt aber überhaupt nicht schlimm ist. Ich finde, es passt trotzdem noch super in das Muster rein. Und manchmal ist es eben so, dass man im Leben ein bisschen improvisieren muss. So, jetzt geht's ans Zusammennähen, beziehungsweise in meinem Fall zusammenhäkeln. Ihr könnt das jetzt natürlich auf die Art machen, wie ihr das mögt. Ihr könnt auch 'ne Stopfnadel dafür nehmen, um die ganzen Teile jetzt zu verbinden. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin froh, wenn ich das endlich fertig habe. Deswegen werde ich jetzt einfach mit, Kettmaschen alle Sachen miteinander verbinden. So, und ich habe mir jetzt erstmal hier das Vorderteil auf das Hinterteil draufgelegt. Also, ihr seht, das ist hier das Vorderteil, hier ist der Ausschnitt. Und jetzt werde ich das hier oben verbinden. Und zwar ist das jetzt hier die linke, also es liegt rechts auf rechts. Das bedeutet, das, was jetzt hier zu sehen ist, das ist dann das, was später innen ist, weil ich habe das hier oben schon einmal mit Kettmaschen zusammengefügt. So sieht das dann aus. Und das werde ich jetzt eben hier auf dieser Seite überall miteinander so verbinden und dann später, wenn es fertig ist, dann stülpe ich das einmal komplett um das Kleid. Ich zoome jetzt gleich wieder ein bisschen näher ran und dann zeige ich euch hier einmal ganz detailliert, wie ich hier in Kettmaschen lang gehe und das Ganze dann an den Schultern hier miteinander verbinde. So, also ich sorge jetzt erstmal dafür, dass diese ganzen Fransen, die hier rumfliegen, diese ganzen Endfäden, dass die außen sind. Denn wenn wir das dann später umdrehen, dann sind die automatisch innen. Und jetzt nehme ich mir hier von meinem Grün, weil das ja meine Hauptfarbe ist, und damit mache ich jetzt auch die ganzen Nähte. Das ziehe ich mir hier erstmal durch. Und zwar gehe ich hier in diese allererste Masche rein und ziehe mir dann hier den Faden durch und mache dann jetzt hier erstmal eine Luftmasche. So, jetzt gehe ich hier nochmal in diese allererste Masche rein und suche mir dann hier auch bei der Rückseite die erste Masche. Und zwar gehe ich dann hier in diese mittlere Luftmasche und ziehe mir dann einfach den Faden durch. Dann gehe ich jetzt hier weiter. Das Problem ist halt, dass wir hier oben jetzt keine wirklichen Maschen haben, in die wir reinarbeiten können. Deswegen müssen wir uns hier immer so Lücken suchen und die dann auch mit einer Lücke auf der gegenüberliegenden Seite verbinden. Also hier gehe ich auch einfach in diese Luftmasche rein und ziehe mir dann den Faden durch. Und dann gehe ich als nächstes hier zum Beispiel in diese Lücke rein und suche mir eine Lücke auf der gegenüberliegenden Seite
und ziehe mir den Faden durch. Und das mache ich jetzt hier die ganze Zeit, bis ich dann am Ende angekommen bin und jetzt hier dann alle 8 Maschen jeweils an der Schulter dann zusammen verbunden habe. Und wenn ihr dann hier am Ende der Schulter ankommt und alles miteinander verbunden habt, dann könnt ihr hier den Faden abschneiden und hier schon mal so einen kleinen Knoten machen. Und dann können wir am Ende diese ganzen Fäden auch noch vernähen, damit die nicht mehr im Weg sind. So, ich habe mir das jetzt hier mal auf den Boden so zurechtgelegt. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Also wir haben das ja jetzt hier an der Schulter, an den Schulternähten schon verbunden. Und als nächstes werde ich das jetzt hier an den Ärmeln verbinden. Auf der linken und auf der rechten Seite. Andersrum rechts und links. Und danach werde ich es zuklappen. Das zeige ich euch gleich aber auch noch. Wenn ich dann die Ärmel auch daran befestigt habe, dann klappe ich das Ganze, wie gesagt, so zusammen. Und dann müssen wir hier unten noch die Ärmelnaht machen. Also den Ärmel müssen wir unten verbinden. Und dann können wir direkt hier einmal nach unten. Und hier haben wir jetzt den Vorteil, dass wir hier richtige Maschen haben. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Und hier kann man die dann halt richtig gut miteinander verbinden. Und auf der anderen Seite natürlich genau das Gleiche. Falls ihr jetzt an dieser Stelle merken solltet, dass das Ganze zu schmal ist und ihr das an der Seite nicht gut verbinden könnt, dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, dass ihr da einfach noch rein hinzuhäkelt. Also am besten verbindet ihr das Ganze schon oben an der Schulter und dann auch die Arme an der Seite. Und dann habt ihr dann noch die Möglichkeit, an den Seiten jeweils rein hinzuzuhäkeln, bevor ihr das Ganze dann komplett zusammennäht. Ihr Lieben, das ist das Taylor Swift Kleid. Wie gesagt, das Einzige, was ich daran jetzt ändern würde, ist, dass ich das jetzt in meinem Fall hier in der Schulter noch weiter reinbringen würde. Also ich würde hier 2 Reihen noch zusätzlich häkeln, auf jeder Seite natürlich. Und ich würde den Ausschnitt weiter hochsetzen. Also nicht nach der dritten Gruppe mit dem Ausschnitt anfangen, sondern schon weiter höher. Und ich bin super gespannt auf eure Ergebnisse. Denkt auf jeden Fall daran, mich auf Instagram zu markieren, damit ich mir das Ganze anschauen kann. Ich verlinke euch jetzt hier irgendwie links oder rechts noch weitere Videos von mir, die ihr auch natürlich sehr gerne nachmachen könnt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!